So, heute möchte ich euch mal dieses Teil hier reparieren. Und zwar ist hier die Schraube ausgenubbelt. Die hält nicht mehr richtig. Und man kriegt es nicht mehr festgezogen. Ich habe hier schon Streichpapier zwischen gemacht, um ein bisschen mehr Dicke zu produzieren hier, aber irgendwie hält das nicht. Jetzt will ich dieses ganze Teil hier einmal neu machen. Ich habe das schon mal gemacht. Ich zeige euch das mal. Und zwar ist hier die Aufnahme für den Gurt gebrochen. Das hing hier an so einem kleinen Karabinerhaken. Und ich habe dafür eine Halterung gedruckt, also designt und gedruckt, die um den gesamten Rahmen einmal rumgeht. Ja, das sind hier quasi 2 so eine Halbschalen und 2 M6 Bolzen durch. Und hier unter ist noch ein Schlitz, wo einmal der Gurt einmal komplett durchgeht und dann quasi festgeklemmt wird und man den wieder umhängen kann. Aber ich nutze den nicht mehr, weil die Stange zu lang ist und so komisch gebogen unten, und für das Teil bin ich einfach zu klein. So, für das aktuelle Problem möchte ich hier auch wieder eine Schelle bauen, die die beiden quasi verbindet. So einen etwas größeren Block, wo ich dann hier quasi 4 Bolzen durch habe. Und dafür messe ich den einmal aus. Das sind hier 25,6 und 19,3 ungefähr. 19,2. Nur vielleicht nochmal als maximale Breite, die uns hier zur Verfügung steht. So um die 80. Und das werden wir nicht brauchen. Jetzt wollen wir das Teil bauen. Ich habe das im ersten Durchgang schon mal mit SketchUp versucht. Sieht dann nachher so aus, also ist jetzt nicht wirklich zufriedenstellend und ich weiß auch nicht, woher das Problem kommt. Deswegen habe ich mir jetzt überlegt, bauen wir das mal in FreeCAD. Das ist, glaube ich, für so 3D-Geschichten zum 3D-Drucken, glaube ich, ein besseres Tool. Ich bin da selbst auch noch kein Profi drin. Wir gucken mal. So, dann machen wir das auf. So, ihr seht jetzt so einen kleinen runden Kuller, damit ihr die Mausschnelle sehen könnt. Und des Weiteren seht ihr hier unten so ein, was ich gerade gedrückt halte, damit ihr mir ein bisschen folgen könnt. Wir haben also die Beinrohre 25,5 und 19,2 mm. Jetzt malen wir mal die Draufsicht. Quasi 25,5. Das ist das eine Rohr. Ich will jetzt ein bisschen mir einen Plan machen, ungefähr die Maße, mit denen ich arbeiten werde. Das heißt, das andere Rohr kommt jetzt hier so mit 19,2. So, dann brauchen wir 4 Bohrungen, dass da quasi 4 mal M6 reinkommen. Die Dinge möchte ich dann mit 6,5 mm haben, damit das nicht so arscheng ist. Dann brauchen wir hier eine Außenkante entsprechend. Hier irgendwie einen schönen Bogen. So irgendwie. So, das heißt hier 6,5. Hier glaube ich reichen 5. Das sind 13, 23. Also die beiden hier und die beiden. Dann haben wir 25,5. Wenn wir hier auch nochmal 5 nehmen, sind wir bei 58,5. Dann nehmen wir 60 insgesamt und machen dann hier halt ein bisschen mehr als 5. So, dann brauchen wir hier ein Maß von
Mitte-Bohrung bis hier sind dann 3,25 und 5, also 8,25. Und wir brauchen das Maß von hier bis hier. Seht ihr gleich, brauchen wir in FreeCAD. Das sind dann 60 minus 8,25 mal 2 sind 16,5. Sind dann ja 43,5. So, genau, müsste passen. Wir schauen mal. Da. In FreeCAD baut man immer alles mit Skizzen auf. Wir fangen einfach mal an, indem man hier eine Skizze baut. Wir bauen das Ganze in XZ. So. Und dann hier mit diesem Linienzug. Fangen wir einfach mal an. Einmal eine grobe Linie, dann 3x M, Linie, 3x M, Linie und da wieder ran. Und jetzt muss man zusehen, dass man die jetzt hier mit Maßen und irgendwelchen Einschränkungen versieht, so dass die vollständig eingeschränkt ist, die Skizze, und dann wird sie auch komplett grün. Zeige ich euch. Also diese hier zum Beispiel ist jetzt schon eingeschränkt, weil diese Linie jetzt senkrecht sein muss. Das heißt, wir können diese entweder sagen, die ist auch senkrecht, oder wir können sagen, die beiden Linien sind immer gleich. Gut, das bezieht sich jetzt nur auf die Länge. Dann machen wir die auch senkrecht. So, dann kann man sagen, weil man die ja noch verschieben kann. Okay, dann ist der und der Punkt. Die auch mit anderen. Ja. Die sollen sich immer auf einer Linie befinden. Dann soll der und der immer gleich sein. Die beiden sollen immer waagerecht sein. So. Jetzt haben wir redundante Anschränkungen. 14. So. Jetzt haben wir noch 5 Freiheitsgrade, die wir beschränken müssen. Das ist dann mit Sicherheit die Länge hier. Das ist jetzt dieser Abstand. Das sind die 43,5. Die können wir jetzt hier festlegen. Ja. Der dann auch 43,5. Dann können wir hier die Gesamtbreite festlegen. Das Tool ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber wenn man es einmal verstanden hat, ich habe auch eine Weile gebraucht, dann ist das eigentlich viel, viel cooler als SketchUp. So, müssen wir den noch beschränken? Nee. Jetzt haben wir nur noch 2 übrig, und das ist die X- und Y-Abhängigkeit zum Hauptkoordinatensystem. Und da sagen wir jetzt einfach mal der und der, meinetwegen 10. Und der zu dem auch 10. Was ich in einem Tutorial gesehen habe, wenn man hier mit 3D drucken möchte, dann soll man tunlichst versuchen, mit sämtlichen Werten, die das Objekt angeben, im positiven Bereich zu bleiben. Das heißt hier nicht unter diese beiden Linien oder hier in diesen Bereich zu gehen, sondern alles in diesem Bereich zu machen, so dass X und Y immer positiv sind. Andernfalls kriegt man ja bei dem Export als STL-File möglicherweise Probleme. So, das ist jetzt unser Hauptteil. Dann brauchen wir da jetzt die Bohrung. Die können wir jetzt natürlich hier schön schon mal an diesem Punkt ansetzen. Dann können wir sagen, die Dinge sollen immer gleich sein. Und wir brauchen noch den Radius. Und der soll sein 3,25. So, damit ist die Skizze wieder vollständig eingeschränkt. Steht hier auch. Sie ist grün. Und jetzt gibt es keine zwei Meinungen, wo was sein soll. Jetzt kann man das schließen. Jetzt haben wir hier den Sketch quasi. Die Navigation ist hier ein bisschen sehr merkwürdig. Das geht in SketchUp besser.
So, jetzt haben wir hier quasi ein Body. Das ist nur das Grundobjekt, was alles zusammenfügt, fasst zwar quasi. Der Körper hat ein Koordinatensystem, was man sich auch anzeigen lassen kann. Kann man sagen, okay, die Planes, also die Ebenen wollen wir nicht sehen, wollen nur das Koordinatensystem haben, aber eigentlich reicht das hier unten auch. Also man braucht es nicht wirklich. So, und aus der Skizze kann man jetzt hier sagen, aufpolstern. So, und wir brauchen das ganze Ding. Stift. Wir haben ja hier die als Querschnitt. Dann haben wir hier die 25,5 zur Hälfte drin. Das sind dann 12,5. Ne, 12,25. Und ja, wie groß muss das hier sein? Nehmen wir mal 8. Sollte, glaube ich, reichen. Dann sind das hier 20,25. Das heißt, wir nehmen hier 20,25. So. Und jetzt brauchen wir die Ausbuchtung hier. Und zwar nimmt man sich dann hier die Fläche und malt da drauf wieder eine Skizze. So, jetzt kann man sich hier Flächen nicht. Kanten mit reinholen. So zum Beispiel. Jetzt hat man quasi eine Referenz. Also das, was jetzt hier im Hintergrund liegt, gehört jetzt nicht mit zur Skizze, aber damit man das vernünftig ausrichten kann, kann man die halt mit reinholen. So, und jetzt brauchen wir, machen wir mal einfach so. Zack, jetzt ist das Ding noch 2 Freiheitsgrade, das heißt einmal den Punkt, wo das sein soll, und dann der Radius, den müssen wir noch bestimmen. Das heißt, Radius ist jetzt in diesem Fall 12,75. Was habe ich hier aufgeschrieben? Ja, stimmt nicht. 12,75. So, und wir brauchen noch den da, und das ist quasi die Hälfte von 43,5. Das dürften sein 21,75. Wenn mich nicht alles täuscht. Ja. 21,75. Also der zu dem. So. Und wir brauchen noch eine Linie. So. Hoch. Eine redundante. So. Jetzt. Und jetzt können wir diese Skizze nehmen und mit der Skizze das rausfräsen. So, und das ist eigentlich auch schon das erste Teil. Und jetzt kommt was in SketchUp so rein gar nicht funktioniert. Oder ich glaube nur mit Plugins. Warte mal, wir duplizieren das Ding mal. So, und jetzt markiere ich mir mal die Kanten hier. Dann kann man hier nämlich, will nicht, habe ich doch, jetzt. Der Körper war nicht aktiv. Man muss hier immer erst einmal doppelklicken, sodass hier dieser so blau unterlegt ist. Genau, und jetzt kann man hier nämlich schön sagen, wie rund das Ding sein soll. Ich
glaube, Millimeter reicht. So, das Schöne ist, wenn mir jetzt irgendein Punkt in dieser Bearbeitung nicht so ganz gefällt, kann ich hier immer wieder irgendwo hin zurückgehen und kann das Ursprungsding nochmal bearbeiten. Mit Space kann man die rausnehmen. Ich kann jetzt hier das Grundmodell nochmal einfach das Loch jetzt hier hinschieben oder so und das würde sich dann hier quasi updaten, ohne dass jetzt alle nachgehenden Schritte beeinflusst werden. Das finde ich eigentlich sehr cool. So, wir speichern einmal. Jetzt habe ich das Ding schon. Ist ja egal. So. Und dann exportieren wir das Ding mal als... Ja, super. Okay. So, exportieren. STL Teil 1. Das andere war nämlich mein Versuch mit SketchUp, der nicht wirklich funktioniert hat. Nein. So, das war jetzt der hier. Und wie wir sehen, das sieht schon wesentlich besser aus. Genau. So. Und es hat jetzt auch nicht wirklich lange gedauert. Das waren jetzt 20 Minuten. Mit Skizze vorweg. Bin ich hier in SketchUp auch nicht unbedingt schneller. So, das wäre quasi das Unterteil. Nehmen wir den mal raus, den rein. Dann wäre das hier das Mittelteil. Exportieren. Hallo? Back. Jetzt da. So, nein. So, und wie ihr sehen könnt, einmal hoch. Geh mal weg. Einmal mit abgerundeten Kanten, das ist quasi dann unten. Dieses Teil kommt dann einmal gedreht hier rauf, ohne abgerundet. Und hier drauf kommt genau das gleiche Teil umgedreht mit dem kleinen Durchmesser für das kleine Rohr. Und da drauf wieder einmal abgerundet für das kleine Rohr. Insgesamt sind das dann irgendwie 18, 19 Stunden Druckzeit. Dafür haben wir dann aber auch einen Klotz von 60 mal 60 mal, wie hoch war das hier? 20, 40, also irgendwie so 80 hoch. Und wahrscheinlich unverwüstlich das Ding. So, machen wir den einen nochmal. Das ist den, machen wir es mal nicht. Ja, den nochmal. Ja, okay. Dann 1. Schieben wir den nach unten. So. Den weg. Und das ist jetzt der Pocket. So. Und dann brauchen wir, wie gesagt, den hier bloß anpassen. Jetzt brauchen wir 9,6. Warum? So, 9,6. Die Mitte war, ich vergesslich, 43,5. 21,75. So. Und die Linie. Schließen. Habe ich jetzt abgedatet? Nee, noch nicht. Jetzt. So. Und. Nein. Wie ihr seht, das ist das, was ich vorhin meinte. Man kann jederzeit hier nochmal zurückgehen und Korrekturen vornehmen oder einfach ändern das Ding. So, das heißt, wir haben jetzt, der kann weg. Den kopieren wir nochmal. Den
Dann schieben wir dann noch ein Stückchen weiter. So. Und dann haben wir den immer weg. Und hier das gleiche. Also wieder diese Kanten hier markieren. 1 mm. Okay. Und dann ist das hier unser Teil 3. Und das hier Teil 4. Speichern. So, wo sind wir da? Nein, immer noch nicht. Und damit haben wir jetzt zweimal die großen, zweimal die halben. Ja, die halben, die kleinen. Und jeweils einmal abgerundet für oben unten und die für mittendrin. Die Schrauben sind, oder die Löcher sind symmetrisch. Das heißt, wir können die dann einfach 90 Grad versetzt zusammenschrauben. Ja, so ist natürlich ein bisschen doof. Ich hatte es in SketchUp übrigens erst so gebaut, dass in der Mitte ein Block war. Der war dann quasi die große Ausbuchtung, hier die kleine Ausbuchtung, so als Mittelblock. Und dann kam ich hier auf die Idee, den in der Mitte durchzuschneiden. Also kopieren und dann mit Boolschen Operatoren hier rauszuschneiden, damit man die auseinanderklappen kann zum Drucken, damit man keinen Überhang hat. Und dann habe ich erst gemerkt, auch eigentlich ist das doch alles dasselbe hier. Eigentlich reicht das, wenn man das Teil und das Teil druckt und dann jeweils zweimal. Ich habe es jetzt bloß einzeln designt, weil ich halt oben und unten eine Kante drin haben will. Wenn ich es hätte gerade gelassen, hätte ich nur 2 Teile designen müssen. Ja, simple as that. Wie gesagt, ich bin auch noch kein Profi mit dem Programm hier, aber ich denke, so für unser kleines lustiges Hobby hier soll das ausreichen. Na. Nee, das so. Und er noch. So. 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 Ja, nein. Meine Fresse. So. 19 Stunden. Meine Fresse. Na gut, sowas baut man ja auf keinen Fall in einem Teil. Das heißt, das werden wir schön einzeln drucken. Einen werde ich mitfilmen für einen Schnelldurchgang und dann sehen wir uns nachher, wenn alle fertig sind. So, mir ist nochmal was eingefallen. Und zwar während des Druckens. Die beiden Teile sind jetzt fertig gedruckt. Die unteren, das sind ja die beiden oberen. Ich möchte das Ganze hier mit M6 Sechskantbolzen verschrauben. Nur gibt es die aber nur bis M6x80 im Baumarkt. Ich könnte zwar bei eBay die 6x90 und 6x100 bestellen, aber habe ich jetzt keinen Nerv drauf. Und vor allem sind die beiden ja noch nicht gedruckt. Das heißt, ich werde mir jetzt den oberen nehmen und den nochmal ein bisschen umbauen, dass wir hier so eine Ecke rausschneiden, dass wir hier Platz gewinnen für die Unterlegscheibe und die Mutter. Dass wir hier mit einem 6x80 Bolzen arbeiten können. Das heißt, wir nehmen die mal weg. Das ist ja jetzt unser oberes Teil. Dann selektieren wir die Fläche hier und erstellen eine neue Skizze. Dann brauchen wir wieder externe Referenz. Dann nehmen wir jetzt den und den. So, und zwar das hier oben bleibt ja stehen. Das heißt, hier unten male ich jetzt das hin, was ich weg haben will. Da fange ich jetzt mal so ganz doof an. So, bis da. Den können wir sagen, der und der haben Abstand von 8,25, weil diese Kante hier
ist ja da, wo die Rundung beginnt. Und ist ja gleichzeitig genau die Mitte vom Loch hier. Ist alles rum. Okay. Das ist ja auch cool. Gut, der und der immer senkrecht. Der und der wieder 8,25. Der hat schon die Senkrechte. Die haben schon die Waagerechten. Der auch. Dann haben wir hier noch Freiheit. Das heißt, wir sagen mal, der und der ist immer gleich lang. Dann sagen wir, der und der so sind immer auf gleicher Höhe. Dann kann man den schon mal nicht verschieben. Dann ist das, was ich wegschneiden will. Sagen wir mal 11 mm. Müsste reichen. Dann können wir sagen, die beiden sollten mir gleich sein. Da sagen wir mal ungefähr. Ne, machen wir nicht ungefähr. Machen wir hiervon das Doppelte, sind 16,5. So. Jetzt bauen wir hier noch einen Bogen. Dann nehmen wir jetzt den. Das ist jetzt ein anderer als letztes Mal. Letztes Mal haben wir Mittelpunkt und Endpunkte. Und jetzt sagen wir mal Endpunkt und. Eigentlich egal. Können wir auch den im Mittelpunkt da nach da. Und einen Mittelpunkt von da nach da. So, jetzt können wir sagen, der und der befinden sich immer auf einem Punkt. Der und der befinden sich auf einem Punkt. Der und der befinden sich in der Senkrechten. Und jetzt wird es langsam eng. Jetzt haben wir nur noch einen, genau. Und das ist der hier. Und den sagen wir mal ungefähr so. Sagen wir mal einen Abstand von da. 1,5. So. Alles grün. Keine Redundanzen. Das sieht soweit gut aus. Schließen. Da ist unsere Skizze. Genau. Und jetzt mit dieser Skizze Vertiefung machen. So. Das sollte dann auch noch halten. Und sieht sogar ein bisschen hübscher aus. So, das heißt. Das sind dann die Teile. Den drucken wir wie gehabt, wie geplant. Und den ist der Teil 4. Und zack. Der sieht dann so aus. Und in Schichten. Genau. Das ist unsere Stützstruktur in der Mitte. Macht, glaube ich, da am meisten Sinn, als das alles rumzudrücken, weil dann müsste er hier alles unterstützen. Und zum Zweiten finde ich, wenn er fertig ist mit dem Drucken, die oberste Schicht sieht immer am hübschesten aus. Das heißt, die unten, wo er hier auf diesem Gitter liegt, ist meistens gar nicht, oder ist nicht so hübsch. Das heißt, hier ist eher die nicht so hübsche Geschichte und die sieht man nachher eh nicht. Und das ist das nachher, was man am meisten sieht. Das muss hübsch aussehen. So, dann sehen wir uns nach dem Drucken wieder.
So, hier ist jetzt gebrochen beim Anziehen. Liegt daran, dass die einzelnen Lagen jetzt in diese Richtung laufen und entsprechend hier natürlich nur sehr wenige Lagen sind. Ich werde das jetzt nochmal hochkant drucken, sodass die Lagen hier in einem durchgehen und dann auf der gesamten Fläche quasi in einem durchlaufen. Dann sollte das halten. So, den nächsten Versuch habe ich, wie gesagt, hochkant gedruckt. Damit habe ich komplett durchgehende Linien von Filament an der Stelle, wo es gebrochen ist. Und nicht mehr so, dass die einzelnen Lagen nur noch übereinander gebappt sind. Das ist nämlich die Schwachstelle gewesen. Ich habe da ein paar Anpassungen in Cura vorgenommen. Und zwar bin ich mit der Stärke der Außenhülle von 1,2 auf 3 mm gegangen. Kann man hier auch ganz gut sehen. Und des Weiteren habe ich die Fülldichte auf 100% gesetzt. Das heißt, ich habe jetzt einen komplett massiven Block. Und damit er dann nicht so Ewigkeiten druckt, bin ich dann von Schichtdicke 0,1 auf 0,15 mm gegangen. Ja, und so sieht das Ganze dann aus. Hat diesmal funktioniert, kann man ordentlich anziehen, sehr stabil. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen, auch wenn es wieder etwas länger geworden ist. Und dann bis zum nächsten Mal.